Mein Name ist Dr. Christian Merkel, ich bin Dermatologe und arbeite im Haut- und Laserzentrum an der Oper in München und zusammen mit meinen Kollegen und einigen Kosmetikerinnen kümmern wir uns um die Schönheit der Haut. Der erste große Unterschied zwischen der männlichen und der weiblichen Haut ist, dass die männliche Haut 20% dicker ist und damit deutlich widerstandsfähiger als die weibliche. Der zweite große Unterschied ist, dass die Talgproduktion der männlichen Haut deutlich aktiver ist. Das bedeutet, die Haut wird schneller unrein, es bilden sich schneller Bakterien auf der Haut und dadurch ist eine Reinigung umso wichtiger. Der dritte große Unterschied ist die Faltenbildung der Haut und das wird auch für uns Männer immer wichtiger, das Thema. Die männliche mimische Muskulatur ist ungefähr 35% stärker und dadurch bilden sich mimische Falten deutlich früher. Frauen hingegen fangen deutlich früher mit Anti-Aging-Produkten an als Männer. Viertens, der pH-Wert der männlichen Haut ist anders, nämlich ungefähr bei 5. Dementsprechend sollten die Pflegeprodukte und die Reinigungsprodukte angepasst werden. Und der fünfte und größte Unterschied sind natürlich die Gesichtshaare, der Bart. Männer rasieren sich ungefähr 20.000 Mal im Leben und dadurch entstehen auch immer kleine Mikroverletzungen an der Haut und die Haut muss anders gepflegt werden. Prinzipiell würde ich sagen, ja, eine Unisex-Gesichtspflege ist möglich, denn die Wirkstoffe sind eigentlich die gleichen und es gibt wenig Wirkstoffe, die unsere Haut wirklich resorbiert und die für Anti-Aging wichtig sind. Das sind Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Niacinamid, Retinol. Aber was unterschiedlich sein sollte, ist die Galenik, also die Zusammensetzung einer Creme oder eines Serums. Und das machen Kosmetikhersteller häufig nicht. Eigentlich verpacken sie häufig die gleiche Creme mit unterschiedlichen Düften und das sollte nicht so sein. Wir haben ja gerade schon über die 5 größten Unterschiede gesprochen zwischen männlicher und weiblicher Haut und Nummer 5 ist eigentlich das Wichtigste und das sind die Barthaare. In unseren Barthaaren können sich Mikroorganismen festsetzen oder auch Fremd- und Umweltgifte und es ist unheimlich wichtig, dass wir die Gesichtshaut täglich reinigen. Und dazu gibt es neue Devices. Die Reinigung war früher immer relativ schwierig, kann aber heutzutage ganz einfach sein. Es gibt verschiedene Gesichtsreinigungstools auf dem Markt und es gibt verschiedene Faktoren, die für mich persönlich wichtig sind, um dieses Produkt zu benutzen. Das erste ist, dass es hygienisch ist, also die Oberfläche so gestaltet ist, dass sich keine Bakterien und Viren auf der Oberfläche absetzen. Das zweite ist das leichte Handling und das dritte ist, dass es einfach klein und kompakt ist und ich es mitnehmen kann im Handgepäck und auf meinen Reisen. Erstmal geht es vor allen Dingen auch um die Pflege vor der Rasur, denn vor der Rasur sollten wir versuchen, alle Bakterien, Mikroorganismen und Umweltgifte von der Haut zu entfernen mit einer guten Reinigung. Und die Reinigung kann man ja ganz einfach auch unter der Dusche schon durchführen. Nach der Rasur ist es wichtig, die Haut zu pflegen, weil wir haben durch die Rasur tausende kleine Mikroverletzungen an der Haut gesetzt und da empfehle ich einfach ein pflegendes, mildes Fluid anzuwenden. Es ist ganz interessant, wenn man bei uns in der Sprechstunde schaut, was am meisten der wachsende Markt ist, dann sind es eigentlich Männer, die in die Sprechstunde kommen, die fragen danach frisch auszusehen und vor allen Dingen auch, was sie zu Hause für ihre tägliche Gesichtspflege machen können. Und da spielt natürlich auch die Reinigung eine große Rolle. Das Wichtigste an so einem Reinigungstool für uns Männer ist, es muss für die Männerhaut angepasst sein und es muss sehr hygienisch sein und einfach im Handling. Frauen können sich stundenlang mit Beauty-Produkten beschäftigen, im Internet surfen, Produkte ausprobieren, kaufen und so weiter. Für Männer ist das unterschiedlich, wir wollen es einfach haben. Also 3 einfache Schritte. Der erste Schritt ist, wie schon erwähnt, die Reinigung. Der zweite Schritt ist die Hydratation der Haut durch ein Serum oder ein Gel. Und das dritte sind aktive Wirkstoffe wie Retinol und Hyaluronsäure, um Falten vorzubeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen des kurzen Videos heute und ich freue mich besonders, dass ich über dieses Thema heute sprechen durfte, weil immer mehr Männer in die Sprechstunde kommen und fragen, was man wirklich zu Hause als Skincare-Routine machen sollte.